Anna war absolut ein Morgenmensch. Wenn das Sonnenlicht ihr Zimmer in goldenes Licht tauchte, wusste sie, dass ein spannender Tag bevorstand. Heute wollte sie uns von ihrem aufregenden Alltag erzählen. Auf geht's! Hören! Mein Name ist Anna und ich möchte euch von meinem Alltag erzählen. Mein Tag beginnt früh, meistens um 7 Uhr morgens. Ich bin ein Frühaufsteher und genieße die Ruhe und Stille der frühen Stunden. Zuerst stehe ich auf und mache mich fertig für den Tag. Ein erfrischender Duschgang und eine Tasse Kaffee bereiten mich auf das bevorstehende Abenteuer vor. Um 8 Uhr mache ich mich auf den Weg zur Arbeit. Ich arbeite in einem Büro in der Innenstadt und mein Arbeitsweg dauert etwa 30 Minuten mit dem Bus. Während der Fahrt höre ich gerne Musik oder lese ein Buch, um mich auf den Tag einzustimmen. Mein Arbeitstag beginnt um 9 Uhr und dauert bis 17 Uhr. Ich arbeite als Projektmanagerin und koordiniere verschiedene Projekte und Teams. Meine Tage sind oft vollgepackt mit Meetings, Telefonaten und dem Verfassen von Berichten und E-Mails. Trotzdem liebe ich die Herausforderungen meines Jobs und die Möglichkeit, etwas zu bewegen. In meiner Mittagspause treffe ich mich oft mit meinen Kollegen in einem nahegelegenen Café oder bringe mir etwas Leckeres von zu Hause mit. Wir plaudern über Gott und die Welt und tauschen uns über unsere Pläne für das Wochenende aus. Nach der Arbeit habe ich oft noch Energie übrig, also gehe ich 3-mal pro Woche ins Fitnessstudio. Ich finde es wichtig, auf meine Gesundheit zu achten und mich fit zu halten. Das Training hilft mir, Stress abzubauen und den Kopf frei zu bekommen. Um 18 Uhr mache ich mich auf den Heimweg. Ich genieße es, durch die belebten Straßen der Stadt zu schlendern und das geschäftige Treiben zu beobachten. Zu Hause angekommen, koche ich mir ein einfaches Abendessen und entspanne mich auf dem Sofa. Manchmal treffe ich mich auch mit Freunden zum Essen oder gehe ins Kino. Um 22 Uhr ist es Zeit, ins Bett zu gehen. Ich lese noch ein paar Seiten in meinem Buch, bevor ich die Augen schließe und mich auf einen weiteren Tag voller Abenteuer freue. Sprechen. Mein Name ist Anna. Mein Name ist Anna. Und ich möchte euch von meinem Alltag erzählen. Und ich möchte euch von meinem Alltag erzählen. Mein Tag beginnt früh. Mein Tag beginnt früh. Meistens um 7 Uhr morgens. Meistens um 7 Uhr morgens. Ich bin ein Frühaufsteher. Ich bin ein Frühaufsteher. Und genieße die Ruhe und Stille der frühen Stunden. Und genieße die Ruhe und Stille der frühen Stunden. Zuerst stehe ich auf. Zuerst stehe ich auf. Und mache mich fertig für den Tag. Und mache mich fertig für den Tag. Ein erfrischender Duschgang. Ein erfrischender Duschgang. Und eine Tasse Kaffee bereiten mich. Und eine Tasse Kaffee bereiten mich auf das bevorstehende Abenteuer vor. Auf das bevorstehende Abenteuer vor. Um 8 Uhr mache ich mich auf den Weg zur Arbeit. Um 8 Uhr mache ich mich auf den Weg zur Arbeit. Ich arbeite in einem Büro in der Innenstadt. Ich arbeite in einem Büro in der Innenstadt. Und mein Arbeitsweg dauert etwa 30 Minuten mit dem Bus. Und mein Arbeitsweg dauert etwa 30 Minuten mit dem Bus.
Während der Fahrt höre ich gerne Musik. Während der Fahrt höre ich gerne Musik. Oder lese ein Buch. Oder lese ein Buch. Um mich auf den Tag einzustimmen. Um mich auf den Tag einzustimmen. Mein Arbeitstag beginnt um 9 Uhr und dauert bis 17 Uhr. Mein Arbeitstag beginnt um 9 Uhr und dauert bis 17 Uhr. Ich arbeite als Projektmanagerin. Ich arbeite als Projektmanagerin. Und koordiniere verschiedene Projekte und Teams. Und koordiniere verschiedene Projekte und Teams. Meine Tage sind oft vollgepackt mit Meetings, Telefonaten. Meine Tage sind oft vollgepackt mit Meetings, Telefonaten. Und dem Verfassen von Berichten und E-Mails. Und dem Verfassen von Berichten und E-Mails. Trotzdem liebe ich die Herausforderungen meines Jobs. Trotzdem liebe ich die Herausforderungen meines Jobs. Und die Möglichkeit, etwas zu bewegen. Und die Möglichkeit, etwas zu bewegen. In meiner Mittagspause treffe ich mich oft mit meinen Kollegen. In meiner Mittagspause treffe ich mich oft mit meinen Kollegen. In einem nahegelegenen Café. In einem nahegelegenen Café. Oder bringe mir etwas Leckeres von zu Hause mit. Oder bringe mir etwas Leckeres von zu Hause mit. Wir plaudern über Gott und die Welt. Wir plaudern über Gott und die Welt. Und tauschen uns über unsere Pläne für das Wochenende aus. Und tauschen uns über unsere Pläne für das Wochenende aus. Nach der Arbeit habe ich oft noch Energie übrig. Nach der Arbeit habe ich oft noch Energie übrig. Also gehe ich 3-mal pro Woche ins Fitnessstudio. Also gehe ich 3-mal pro Woche ins Fitnessstudio. Ich finde es wichtig. Ich finde es wichtig, auf meine Gesundheit zu achten und mich fit zu halten. Auf meine Gesundheit zu achten und mich fit zu halten. Das Training hilft mir. Das Training hilft mir, Stress abzubauen und den Kopf frei zu bekommen. Stress abzubauen und den Kopf frei zu bekommen. Um 18 Uhr mache ich mich auf den Heimweg. Um 18 Uhr mache ich mich auf den Heimweg. Ich genieße es. Ich genieße es. Durch die belebten Straßen der Stadt zu schlendern. Durch die belebten Straßen der Stadt zu schlendern. Und das geschäftige Treiben zu beobachten. Und das geschäftige Treiben zu beobachten. Zu Hause angekommen? Zu Hause angekommen? Koche ich mir ein einfaches Abendessen. Koche ich mir ein einfaches Abendessen. Und entspanne mich auf dem Sofa. Und entspanne mich auf dem Sofa.
Manchmal treffe ich mich auch mit Freunden zum Essen. Manchmal treffe ich mich auch mit Freunden zum Essen. Oder gehe ins Kino. Oder gehe ins Kino. Um 22 Uhr ist es Zeit. Um 22 Uhr ist es Zeit. Ins Bett zu gehen. Ins Bett zu gehen. Ich lese noch ein paar Seiten in meinem Buch. Ich lese noch ein paar Seiten in meinem Buch. Bevor ich die Augen schließe. Bevor ich die Augen schließe. Und mich auf einen weiteren Tag voller Abenteuer freue. Und mich auf einen weiteren Tag voller Abenteuer freue. Lesen. Mein Name ist Anna und ich möchte euch von meinem Alltag erzählen. Mein Tag beginnt früh, meistens um 7 Uhr morgens. Ich bin ein Frühaufsteher und genieße die Ruhe und Stille der frühen Stunden. Zuerst stehe ich auf und mache mich fertig für den Tag. Ein erfrischender Duschgang und eine Tasse Kaffee bereiten mich auf das bevorstehende Abenteuer vor. Um 8 Uhr mache ich mich auf den Weg zur Arbeit. Ich arbeite in einem Büro in der Innenstadt und mein Arbeitsweg dauert etwa 30 Minuten mit dem Bus. Während der Fahrt höre ich gerne Musik oder lese ein Buch, um mich auf den Tag einzustimmen. Mein Arbeitstag beginnt um 9 Uhr und dauert bis 17 Uhr. Ich arbeite als Projektmanagerin und koordiniere verschiedene Projekte und Teams. Meine Tage sind oft vollgepackt mit Meetings, Telefonaten und dem Verfassen von Berichten und E-Mails. Trotzdem liebe ich die Herausforderungen meines Jobs und die Möglichkeit, etwas zu bewegen. In meiner Mittagspause treffe ich mich oft mit meinen Kollegen in einem nahegelegenen Café oder bringe mir etwas Leckeres von zu Hause mit. Wir plaudern über Gott und die Welt und tauschen uns über unsere Pläne für das Wochenende aus. Nach der Arbeit habe ich oft noch Energie übrig, also gehe ich 3-mal pro Woche ins Fitnessstudio. Ich finde es wichtig, auf meine Gesundheit zu achten und mich fit zu halten. Das Training hilft mir, Stress abzubauen und den Kopf frei zu bekommen. Um 18 Uhr mache ich mich auf den Heimweg. Ich genieße es, durch die belebten Straßen der Stadt zu schlendern und das geschäftige Treiben zu beobachten. Zu Hause angekommen, koche ich mir ein einfaches Abendessen und entspanne mich auf dem Sofa. Manchmal treffe ich mich auch mit Freunden zum Essen oder gehe ins Kino. Um 22 Uhr ist es Zeit, ins Bett zu gehen. Ich lese noch ein paar Seiten in meinem Buch, bevor ich die Augen schließe und mich auf einen weiteren Tag voller Abenteuer freue. Und hier sind wir am Ende des Videos angekommen. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, es zu mögen und einen Kommentar zu hinterlassen. Denken Sie daran, dass jede Woche eine neue Geschichte auf Sie wartet. Wenn Sie nichts verpassen möchten, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Vielen Dank, liebe Zuschauer, und bis zur nächsten Geschichte. Auf Wiedersehen.